Diese Männer haben noch bis zum März 1975 gegen den Irak um die Unabhängigkeit Kurdistans gekämpft. Sie wurden deportiert, liquidiert, gefangen gesetzt oder zu Flüchtlingen. Im Mai 1975 hat die österreichische Bundesregierung beschlossen, 100 kurdische Flüchtlinge aufzunehmen. Hier die Kurden bei ihrer Ankunft in Wien. In weiterer Folge haben dann insgesamt 300 Flüchtlinge in Österreich politisches Asyl gefunden. Also das Jahr 75, 76 war jene Zeit, wo Bruno Kreisky in Österreich Bundeskanzler war, und er war an Außenpolitik im Allgemeinen, am Nahen und Mittleren Osten im Besonderen sehr interessiert, und er war auch jemand, der für Flüchtlinge ein großes Herz gehabt hat. Er war ja in seinem Leben selber Flüchtling und musste 1938 aus Österreich fliehen nach Schweden und ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen nach Wien. Und wenn es Probleme mit Flüchtlingen gegeben hat, hat er immer ein offenes Ohr gehabt. Und das hat für mehrere Gruppen von Flüchtlingen, von politischen Flüchtlingen gegolten. Und er hat 2 Mitarbeiter gehabt, die genauso gedacht haben wie er und die er oft beauftragt hat, sich um solche Probleme zu kümmern. Der eine war mein Freund Karl Blecher und der andere war ich. Ich war ab 1975 der Vorsitzende der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion. Und jeder hat gewusst, wenn er mit einem Thema, das die Kurden betrifft, zum Heinz Fischer, zum Clubobmann kommt, wird er eine positive Einstellung vorfinden. Ich habe nicht können alle Probleme lösen, oder es hat auch Probleme gegeben, die ungelöst geblieben sind, und es hat Fälle gegeben, wo man gerne helfen hätte wollen, aber nicht helfen konnte. Das hat es leider auch gegeben. Aber im Großen und Ganzen haben wir damals als Sozialdemokraten im Nationalrat von 1970 bis 1983 eine Mehrheit gehabt und eine Regierung unter dem Vorsitz von Bruno Kreisky und haben daher die Möglichkeiten des Parlaments im Rahmen der Verfassung für Anliegen der Kurden einsetzen können. Okay, es beginnt damit, dass ich einfach in Kirkuk zu Hause bin oder dort auch geboren bin. Und das war immer turbulent. Also die Stadt, seitdem ich existiere, gibt es dort Probleme. Das ist eine Vielvölkerstadt und Erdölstadt. Und meine Familie war also politisch sehr aktiv. Und das haben wir ja auch geerbt. Wir waren ja Kinder und in der Schule, und ich weiß, dass wir immer auch Geld gesammelt haben für die Peschmergas, damals schon. Und wir hatten auch Demonstrationen, und das war kein Thema, also Mädchen, Bub und so. Also wir waren alle dabei, und das war echt turbulent und gefährlich, und oft bin ich spät nach Hause gekommen und mein Vater hat gesagt, okay, ich war jetzt dabei, dich zu suchen in den Gefängnissen und in den Spitälern, je nachdem. Also das heißt, jeder Haushalt hat schon diese Bewegung, diese Aufregung gehabt, jetzt passiert was. Es war eine Kurdenfrage. Ja. Wir Kurden haben jetzt eine Revolution, und diese Revolution muss gelingen. Ja, also 1974 war ich noch Student an der Uni Mosul. Bin am 7. März 1974 habe ich mich in den Bergen begeben und habe ich die kurdischen Peschmerga-Gebiete erreicht und habe ich dort als Peschmerga zuerst als Lehrer in einem kleinen Gebiet und dann als Peschmerga gedient bis Jahre 75. Peschmerga ist ein Wort für kurdischen Einheiten, das bedeutet das Leben opfern für sein Land. Wir waren eigentlich damals im Hauler
Und ich habe meine Krankenschwesternschule und Hebammenschule fertig gemacht. Wenn Krieg angefangen hat, ich war die erste eigentlich mit meinem älteren Bruder. Wir sind nach Kurdistan gekommen, nach Haji Omaran und Qasre, weil dort es eine Stützpunkt hat gegeben für die medizinische Versorgung. Und ich habe dort gearbeitet, weil ich habe gesagt, ich habe meine Ausbildung, ich kann da jetzt mein Volk helfen. Es ist immer schlimmer geworden, die Bombardements waren sehr schlimm. Die haben fast täglich mit der Flieger die Zivilisten bombardiert haben, irakische Regierung. Das war bei Gott kein einfaches Leben, was sich also mitgemacht hat. Ich begann 1970 als Peschmerga im Shehan-Bataillon von Peschmerga. 1974 also, wurde ich eingesetzt in Galala, wo die ganze Führung also dort war. Natürlich also als junger Mann und mit all diesem Flugzeuge und Bombardierung und Tote und Verletzte zu sehen, das war kein einfaches Jahr. Das war Krieg, es kamen die Flugzeuge, haben bombardiert, aber das hat uns nicht getroffen. Unser Problem war festzustellen, welche Marke sind das. Sind das jetzt die MiG oder oder ein Tupolev, also eben die sowjetischen Flugzeuge, die damals im Besitz der irakischen Armee waren. Das war halt unser Anliegen eher. Aber ob wir dann dadurch sterben könnten, das war kein Thema. Bevor ich offiziell Peschmerga wurde, haben die kurdischen Behörden damals alle Studenten von der Universität Mosul, Bagdad, Suleimania damals nach Qala gerufen. Wir waren dort. Leider am 24. April 1974 haben die irakischen Flugzeuge Qala bombardiert. Es sind über 134 Studenten, Zivilisten getötet worden. Und ich bin knapp dem Tod entgangen, also 10 Minuten zwischen der Angriff und ja, da war ich weg von dieser Stelle, wo bombardiert wurde. Wir haben uns selber eine Höhle gebaut gehabt, weil das war so gefährlich. In der Nacht, wenn wir schlafen gegangen, haben wir immer gesagt, na hoffentlich, wenn wir in der Früh aufwachen, wir sind wieder da. Ich erinnere mich natürlich an sehr bitteren und schmerzhaften Tagen, wo ich also viele meiner Freunde also verletzt und gefallen gesehen habe. Ich habe mitgesehen also die Elend des kurdischen Volkes, wie sie also davonlaufen und ihre Hab und Gut zu Hause verlassen und in die Unsicherheit also laufen. In diesen Jahren, ich rede von 1974 bis wir Geflüchteten, sind über 4.500 unserer Dörfer mit dem Erdboden gleich gemacht worden. Das größte Problem war eben, als das Abkommen zwischen Iran und Irak zustande kam in Algier. Und da war dann aus mit allem, mit all unseren Träumen, mit all unseren Hoffnungen. Und Iran hat uns dann nicht mehr unterstützt. Und dann waren Tausende von Kurdenflüchtlingen in Iran. Statt wirklich der vereinbarte Abkommen zu verwirklichen, haben die Angriffe auf kurdischen Gebieten begonnen. Und das war der Anlass, dass viele von Leuten, die in den Städten gelebt haben, Kurden wie wir, in den Bergen flüchten. Tausende, Hunderttausende Leute sind in den Bergen geflüchtet, von Sacho bis Khanaqin. Und es war auch ein langer Weg bis zur Grenze zu Iran. Also den ganzen Tag sind wir teilweise zu Fuß, teilweise im Traktor, Ladewagen und so gefahren, bis wir am Abend dann an der Grenze gelandet sind. Ich zum Beispiel mit meiner Familie und 2 Kinder und die Frau nach Persien geflüchtet. Wir waren zur Grenze zuerst, die fast 6 Monate. Und dann haben wir
haben uns gebracht, näher vom Teheran. Und dann mein Onkel hat nach einer Woche, weil das war sehr, sehr stark, die Bombardement, hat uns abholen lassen. Wir mussten nach Iran, weil Iran hat uns erlaubt, dass wir dort halt an der Grenze, der hat Lager geöffnet für die kurdischen Flüchtlinge. Und kaum war ich dort und dann war ich schon in einem Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus war auch eigentlich Sportcenter. Die haben uns zur Verfügung gestellt, dass wir halt dort arbeiten, weil wir haben wahnsinnig viel Verwundete gehabt, besonders Zivilisten, kleine Kinder, Frauen, alte Leute. Und ich habe dann dort angefangen zu arbeiten in diesem Krankenhaus. Und da war ein kurdischer Arzt auch, er war Chirurg, Dr. Salah Qawan. Er war aus Rwandus, er war ganz ein toller Arzt. Wir haben gemeinsam mit 2, 3 kurdische Krankenschwestern und Pfleger zusammen haben wir gearbeitet. Für 300 Patienten haben wir versorgt, Verwundete. Das heißt, wenn wir in der Früh angefangen haben zum Verband wechseln, 8 Stunden ohne Pause, da waren wir noch immer nicht fertig. So viele Verwundete haben wir gehabt. Aber die Zeit im Iran haben wir auch ausgenutzt, indem wir zum Beispiel Schulen hatten. Das heißt, wir haben die Kurden aus dem Irak in Iran haben eigene Schulen. Und wir hatten sogar die Bücher kopiert, vervielfältigt und so weiter. Und dann haben wir auch jede Menge Schüler gehabt. In Iran auch waren wir natürlich sehr fremd in Iran. Wir hatten die Sprache nicht gekannt, wir hatten also die Kultur, obwohl also die Kurden und Iraner, die nähern sich also mit der Kultur, mit der Sprache, aber das war für uns auch was Neues, total Neues. Und durch diesen Vertrag, was die Iraner und die Iraker damals gegen die Kurden unterschrieben hatten, dort waren wir auch verfolgt. Es ist am Anfang, solange der Aufstand existiert war, haben die Behörden in Iran, muss man fairerweise sagen, die Flüchtlinge in den Camps gut behandelt. Es gab genug zum Essen, es gab viele Zelte, wo man ausnützen könnte. Und nach dem Bruch, nachdem der Aufstand zu Stillstand gekommen ist, haben die iranischen Behörden Druck ausgeübt. Und das Problem war dort, dass wir ständig Angst hatten. Das heißt, es war immer im Hintergrund so eine latente Bedrohung da, aber wir werden mal ausgeliefert. SAVAK, das war iranischer Geheimdienst. Die haben versucht, die Kurden, die dort bleiben, unter Druck zu setzen, um mit denen zu arbeiten. Die wollten uns irgendwo in den Städten Süden Iran schicken. Die haben uns gesagt, wir können auf der iranischen Universitäten studieren, nur wir müssten mit denen zusammenarbeiten. Und wir haben das immer abgelehnt mit irgendwelchen Gründen. Das war ein psychischen Druck sehr stark. Tagtäglich gab es Gerüchte, dass die nach Irak zurückgehen werden. Manche im Gefängnis landen, manche nach Süden oder die meisten eigentlich von unseren Verwandten sind nach Süden gebracht worden, in Nasiriyah, Aymara, Hella, verschiedene südlichen Städten. Und die haben immer in sehr miserablen Lage gelebt dort. Diese Nachrichten sind immer weitergekommen von Leuten, die über die Grenze illegal gekommen sind, und man hat immer Gerüchte gehört. Das war eine große Belastung für uns, eine psychische Belastung. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wir haben keine Lust gehabt, auch die Sprache Persisch zu lernen, weil eben so ein Hass entstanden ist gegen das Regime damals, dass die uns nicht nur verraten haben, auch unter Druck gesetzt haben. Und sie haben viele Politiker, Aktivisten auch dem Irak, also in Iran festgenommen und dem Irak übergeben. Ich kann mich erinnern, also das Jahr 1975 musste ich also einmal in der Woche zu Sicherheitsdienst, damals ist SAVAK genannt. Und bin ich immer befragt worden,
was sie jetzt machen, was sie jetzt vorhaben und all diese Sachen. Wir waren unter einer großen Kontrolle in Iran. Bis ich eines Tages also zu unserem Präsidenten gekommen bin und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr aushalten, weil ich einmal in der Woche zu Sabak Sicherheitsdienst gebracht werde. Er hat mir gesagt, du musst unbedingt mit deiner Frau den Namen schreiben, dass du und deine Frau nach Österreich flüchten. Und wir sitzen einmal in der Schule, im Büro, und dann kommt einer unserer Kollegen und sagt, hey, Österreich nimmt 100 Kurden auf. Wer will sich eintragen? Die haben Formulare ausgeteilt für Akademiker, für Studenten, die nach Ausland wollen. Und ich war einer von denen, die das ausgefüllt hat. Ich habe damals, glaube ich, was ich mich erinnern kann, Deutschland geschrieben und einige arabische Länder eigentlich. Ich wollte damals nach Kanada hingehen, aber später habe ich überlegt, eine Bruder da, du kennst schon, mein Bruder war hier und haben zusammen bin ich auch nach Österreich gekommen. Ich habe das einfach so, eigentlich nicht so ernst genommen. Ja. Aber trotzdem, als ich dann am Abend zu Hause war, habe ich meinem Vater erzählt, hey, so genauso, Österreich nimmt 100 Kurden auf. Sollen wir uns eintragen lassen? Ich wusste gar nicht, wo Österreich liegt und da sind wir zum Lagervorstand gegangen, ein iranischer Offizier, und der hat diskutiert mit uns, wo Österreich ist. Wir haben Namsa gesagt auf Arabisch und er hat gesagt, was ist Namsa? Er hat Autriche gesagt, wir haben nicht verstanden, dass Autriche Österreich war. Am Ende haben wir uns auf Wien geeinigt, Vienna, und er hat es verstanden, dass nach Österreich, nachdem ich erklärt habe, dass wir offiziell von Teheran wegfliegen werden, hat mir eine Genehmigung gegeben, dass ich nach Nevada fahren kann. Naja, und dann, das war dann schwierig jetzt. Gehen wir wirklich? Wollen wir wirklich die Eltern da lassen? Und so. Aber mein Vater stand ja dahinter. Also er war jetzt nicht er hat keine Minute daran gezweifelt, hat also gesagt, okay, das ist die Entscheidung, die muss hin. Wie habt ihr euch gefühlt? Ganz ehrlich, sehr stark. Also wenn ich jetzt zurückdenke, das war immer eben wo die Entscheidung, wo ich dann gesehen habe, dass mein Vater dahinter steht und wichtig ist, dass ich, wenn ich in Österreich ankomme, eben mein Lebensziel halt auch erreiche und abschließe. Und dann war für mich, okay, jetzt bin ich stark, jetzt gehe ich hin und ich mache das. Ich war voller Überzeugung, dass ich das mache, ja. Das war kein gutes Gefühl, natürlich. Also wir müssten ein Land wieder verlassen und wieder flüchten. Aber wo flüchten? Also wir hatten keine Ahnung gehabt. Also was erwartet uns in Österreich? Was werden wir machen? Wie werden wir weiterleben? Und ich besonders, also viele von uns waren Junggeselle, aber ich war mit meiner Frau und mit meiner kleinen Tochter. في صباح اليوم التالي أي الأربعاء 31/3/1976 انطلقنا من الاستاديوم ورزشي كارجيران جنوب طهران قاصدين المطار، وهناك في صالة الانتظار التقينا بعدد كبير من الأصدقاء الذين جاءوا لتوديعنا، وفي حوالي 8:20 دقيقة انطلقت الطائرة ومررنا بأجواء أنقرة وصوفيا. وصلنا مطار ميونخ الساعة 12:30 ظهرا، وبقينا هناك حتى 4:30، وخلال هذه المدة تناولنا طعام الغداء في نادي المطار، وقمنا بإرسال بعض الكارتات إلى بعض الأصدقاء في إيران. وفي تمام الساعة 6:20 دقيقة وصلنا مطار فيينا، وهناك تم استقبالنا من قبل بعض الأخوان الأكراد الموجودين في فيينا، وكذلك بعض المسؤولين النمساويين، ومن بينهم عائلة وزير العدل النمساوي وآخرين. وقد تم نقلنا إلى معسكر اللاجئين في ترايسكيرخن، وهناك تم توزيعنا إلى غرفتين. أما العوائل فقد تم إسكانهم في بناية قريبة من البناية التي نسكنها نحن، وقد كنا في أوج حالة الإرهاق والتعب،
نظرا لطول السفر وعدم استراحتنا الليلة السابقة. لذلك استلقينا على الفراش من المساء وفي صباح اليوم الخميس 1/4/1976، وبعد تناول وجبة الصباح ذهبنا جميعا إلى صالة الاجتماعات، وهناك تم تنظيم هويات لنا. Dann sind wir hier angekommen, war ein super Empfang. Also im Flughafen war super Empfang. Also der Vertreter der Presse war vertreten und Vertreter von Innenministerium war da. Und ich gedacht, okay, jetzt sind wichtige Leute da angekommen. Ich meine, wir sind nur Flüchtlinge. Die haben uns sehr gut empfangen, die sind gekommen, ohne durch die Kontrolle gar nichts. Die haben gekommen zu uns mit einem Bus, wirklich, das war... Dort in Traiskirchen haben wir zum ersten Mal so ein großes Gebäude mit zu viel Flüchtlingen und mit verschiedenen Leuten haben wir gesehen. Von Albaner bis alles Mögliche waren dort. Die ersten paar Tage waren sehr schwierig. Also weil ich eine Familie gehabt hatte, die haben uns also ein kleines Zimmer gegeben im Holzzimmer. Ich musste mit meiner Frau und mit meiner Tochter in diesem kleinen Holzzimmer leben. Das war natürlich unser Waschraum, das war unsere Küche, das war unser Schlafzimmer, alles in einem. Am nächsten Tag hat das Interview begonnen mit den Behörden. Also die waren sehr freundlich und wir haben innerhalb 2-3 Tage unsere Dokumente bekommen, die offiziellen Dokumente, Ausweise und so weiter. In Lager Traiskirchen haben wir uns dann langsam haben wir versucht, uns zu Hause zu fühlen. Haben wir so die die Zimmer schön hergerichtet. Ich habe in Traiskirchen keine schlechte Erfahrung, weil die Garten war so schön. Wir sind immer draußen gesessen im Hof. Das war wunderbar und wir waren gemeinsam. Wir waren 13 kurdische Familien und die Jugendlichen waren auch neben uns, aber die waren halt bei der Leute, die eben auch keine Familien haben. Das sind auch zu uns immer runtergekommen. Das war wirklich eine schöne Zeit. Aber die ersten Schwierigkeiten haben begonnen mit Schweinefleisch, weil wir nicht essen konnten. Der Essen war auch für uns am Anfang, also vieles, du weißt schon, dass es ganz anderes, aber wir sind später, Familien haben wir selber in jedem Zimmer wir haben eine kleine Herd und wir haben für uns selber gekocht und sowas. Natürlich für uns war eines, ich lache jetzt noch darüber, jetzt esse ich sehr gerne sogar Püree und Spinat, die eben so breitmäßig war. Das haben wir noch nie gesehen gehabt. Und dann habe ich gefragt, was ist das, warum ist das so? Die haben gesagt, das ist Kartoffel und das ist Spinat. Aber nur halt eben breimäßig. Ich war damals schwanger, die haben auf mich sehr gut Acht gegeben. Glaube ich, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Die haben mir eine Sackel, eine so Papiersackel war das, voll Obst gegeben. Damit ich ja auch meine Vitamine habe, so Bananen, Apfel, Orangen. Und ich könnte das gar nicht essen, ich habe dann verteilt auch. Das war wirklich ganz nett. Für uns war alles ein fremdes Land natürlich. Ich kann sagen, es ist wie ein Schock. Haben wir nicht gewusst, wie wir uns benehmen müssen, was wir sagen ist richtig. Weil da eigentlich war alles ganz neu. Wir mussten auch, vom Gehen auch ist anders. Ne? Bei uns ist es so egal, wie man geht, rechts, links. Aber da haben wir gesehen, das muss man, wenn man gegenüber einander kommt, muss man sicher nach rechts rücken und damit das andere auch rechts geht. Ja? Das war für uns, das ist ein Beispiel, das war für uns alles ganz, ganz Neues. Also das war nicht einfach.
Wir saßen aber fast 10 Tage oder 2 Wochen da und haben nichts gemacht. In der Früh stehen wir auf, gehen wir Essen holen und dann sitzen wir und lassen wir uns sonnen. Und dann haben wir gedacht, na, so geht es nicht weiter. Dann sind wir zum Lagerleiter gegangen, der Herr Klollmann, meine Schwester und ich, und haben gesagt, okay, wir brauchen einen Deutschkurs, also einen Deutschlehrer oder Lehrerin. Und wir sind bereit, unser Taschengeld dafür herzugeben. Und dann hat er gesagt, nein, Taschengeld dürft ihr behalten. Und mit Tränen in den Augen hat er gesagt, nein, und den Lehrer werdet ihr auch bekommen. So bekamen wir einen sehr, sehr, sehr guten Lehrer, sehr engagiert. Und der kam dann 4 Nachmittage in der Woche und ich glaube 2 Stunden lang hat er mit uns dann gearbeitet. Und der wollte uns schnell viel beibringen. Und es war so, dass wir dann zu dritt, meine 2 Schwestern und ich waren in einem Zimmer und wir hatten einen ganz kleinen Tisch gehabt und zu dritt haben wir dann nicht mehr lernen können auf diesem kleinen Tisch. Jetzt bin ich zum Magazinleiter im Lager gegangen und habe gesagt, bitte, wir brauchen einen langen Tisch. Hat er gesagt, was wollen Sie? Und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe irgendwas Falsches gesagt und der versteht mich nicht. Ne? Dabei war er überrascht, dass ich nach so kurzer Zeit einen richtigen Satz ausgesprochen habe. Das war seine Überraschung. Und dann, als wir dann vom Deutschkurs ins Zimmer kamen, wow, da stand ein super schöner Tisch mitten im Raum. Und wir hatten so ein Glas mit Wildblumen. Und er hatte dieses Glas mit Blumen in der Mitte gestellt. Und das war dann, das war die Belohnung für meine neu erworbenen Sprachkenntnisse. Ne? Und das vergesse ich nie. Monate später, jede Familie hatte in Wien eine Wohnung bekommen durch das Innenministerium. Ich habe zum Beispiel eine Wohnung gekriegt in dem Zentralbezirk mit 3 Zimmern, weil ich habe 2 Kinder gehabt und die anderen auch. Jeder hat eine Wohnung bekommen. Dankend auch wieder die österreichische Regierung hat uns also eine kleine Wohnung gegeben im 11. Bezirk. Dort hatten wir 19 Jahre lang gelebt. Für mich als Student, ich habe immer das Ziel gehabt, irgendwo eine Stelle zu bekommen, dass ich weiter studiere, weil ich habe mein Studium verloren dort. Und in die ersten Monate in Traiskirchen, ich bin circa 6 Monate dort geblieben bis Mitte September, war es ungewiss. Man hat immer versucht herauszufinden, kann ich studieren, darf ich studieren. Und Sommersemester 77, wurde ich dann aufgenommen auf der Uni. Und da begann auch ein Deutschkurs. Und ich hatte 1 Semester lang Zeit, um die Sprachprüfung zu machen, um auf die Uni zu gehen. Ein Semester lang. Was wolltest du studieren? Landwirtschaft. 1978 habe ich angefangen in der Wirtschaftsuniversität in Wien, habe ich Export, Import studiert. Das war natürlich ein Lehrgang. Und fertig geworden bin ich also erst am Anfang oder Ende 1979. Dann habe ich begonnen wieder zu studieren an der Grazer Universität, an der Karl-Hansens-Universität in Graz. Ich habe Dolmetscher und Übersetzer studiert. Ich habe mein Magisterstudium abgeschlossen. Und ich kann mich erinnern, im
14. 15. Juli haben wir Flugblätter im Karlsplatz verteilt, in dem Passage, der kleine. Da ist ein Herr gekommen, hat angeschaut, gefragt, wer seid ihr, woher kommt ihr? Und einige Freunde, die Deutsch gekannt haben, die früher da waren, Kurden aus Syrien, und einige, die ein bisschen Englisch gekannt haben, haben mit ihm geredet. Die haben gesagt, wir sind Kurden, sind Flüchtlinge. Und es hat sich herausgestellt, das war Dr. Koller, der zuständig ist für ausländische Studenten in Österreich auf der Uni Wien. Und er hat dann nachher 1-2 Monate oder einige Wochen später seinen Assistenten mitgenommen nach Mödling gekommen, wo wir die meisten auch dort waren, die Familien, und hat uns Formulare ausgefüllt und wir haben so die Zulassung für die Universitäten bekommen. Es ist witzig, ich habe, als wir angesucht haben, viele von uns wollten Medizin studieren. Das war mein Traum als Kind, dass ich Arzt werde. Und nachdem wir die Zulassung bekommen haben, die meisten haben, die Medizin gesagt haben, haben Medizin bekommen. Und ich habe Maschinenbau-Zulassung für Universität Graz bekommen. Dann bin ich wieder zum Dr. Koller gegangen und habe ich ihm gesagt, dass ich Medizin studieren will. Und er hat gehört gehabt, dass ich ein bisschen fleißig bin in Deutsch. Anscheinend hat er Nachrichten von unserer Lehrer bekommen und hat gesagt, ich habe gehört, dass Sie fleißig sind, deshalb versuche ich für Sie eine Zulassung für Medizin. Und er hat es geschafft, eine Zulassung für Medizin. Nach der Geburt meines Kindes habe ich angefangen zu arbeiten. Das war natürlich super. Das war Ablenkung pur. Das wollte ich gerne. Ich könnte zwar nicht Deutsch, weil die haben für uns Sprachkurs geöffnet gehabt, für uns alle. Ich habe nur eine Woche besucht und dann war ich schon krank. Trotz dieser eine Woche Kurs habe ich angefangen, 77er Jahr, im Krankenhaus zu arbeiten. Eigentlich, ich habe alles aufgeschrieben, was die Leute mit mir geredet haben. Und dann habe ich immer Wörterbuch mitgehabt, habe ich nachgeschaut. Habe ich so eigentlich dann mich selber Deutsch beigebracht. Das ist mein Deutsch. Ich weiß, ich habe grammatische Fehler, aber ich kann mich schon mit den Leuten verständigen. Ich war die Elektrotechniker in meiner Heimat und dann hier. Nachher habe ich Job gefunden bei einer Firma. Dieses heißt Firma Alex Friedman, die hat Klimaanlage und Heizung für Eisenbahnen gemacht. Das war gut und gut, sehr gute Verdienst habe ich gehabt. Bis 1980, dann habe ich bei einer Firma, alles Computerfirma, natürlich auch die Reparatur, gearbeitet, 4 Jahre lang. 1985, ich habe überlegt, selbstständig machen. Dann habe ich selbstständig gemacht, alles da durch die Restaurant und habe ich ein Restaurant geöffnet. Ja. Ich kam ja 76 und 77 war ich bereit auf der Uni und das Studium abgeschlossen und ich habe gesehen, okay, es gibt keinen Weg nach Hause, also bleib hier. Und somit habe ich auch einen Kurs besucht. Ich habe halt ein bisschen Computerkenntnisse dort erworben. Ich habe sogar Programmiersprache gelernt, ein Fortran damals war sehr, sehr in. Und ich habe dann, Landwirtschaft war schwierig, weil ich war tatsächlich eine Ausländerin dort. Ja, damals Privatwirtschaft war sehr konservativ und die öffentliche Hand war sehr wie nennt man das, treu. Das heißt, wenn ich bei einer bestimmten Partei gewesen wäre, hätte ich die Chance gehabt, aufgenommen zu werden. Ja. Und ich wäre weder Parteimitglied noch Österreicherin. Damit habe ich auch gewusst, okay, Landwirtschaft, da habe ich ja keine Zukunft. Somit habe ich eben diesen Computerkurs besucht und dann habe ich auf der Uni angefangen zu arbeiten, bei Projekten verschiedenen. Und das war ganz toll, das war ganz schön. Und seither arbeite ich eigentlich bei einer Firma in der Verwaltung und bin halt die Assistentin von der Geschäftsleitung.
Und ich glaube, mir geht's gut. Also ich könnte langsam an Pension denken, aber ich will noch weiter arbeiten. Also als wir studiert haben, wir haben eine kleine Hilfe von eben dieser ÖAD, Österreichischer Auslandsstudentendienst, bekommen. Damals hat die Gemeinde Wien, glaube ich, auch 500 Schilling dazugegeben. Also insgesamt 3000 Schilling haben wir bekommen. Das hat knapp ausgereicht für das Leben. Mein erster Job war in einem Geschäft, wo Teppiche und Vorhänge verkauft wurden. Da habe ich dort gearbeitet. Und es war sehr interessant, wenn du dein eigenes Geld bekommst. Das war sehr wertvoll für uns. Und dann im Februar 1992 habe ich offiziell meine Turnusstelle bekommen im KFJ, im Kaiser Franz Josef Spital. Und kurz danach dann habe ich gearbeitet bei der Zürich Kosmos Versicherung als Angestellter. Ein paar Jahre war ich dabei. Natürlich so auf diese Art und Weise habe ich meinen Sohn, also zur Welt ist gekommen 1981. Natürlich später, so, wir haben uns also integriert tatsächlich und wir haben sehr gute österreichische Freunde haben wir bekommen. Zum ersten Mal, erst nach 1-2 Jahren, wir haben immer gedacht, wir fahren in kurzer Zeit wieder zurück. Gefühle zu unserem Land haben wir immer gehabt. Irgendwann konnten wir zurück. Wir sind also ab 1992 jedes Jahr im Sommer nach Kurdistan gekommen. Natürlich, wir haben unsere Freunde und unsere Familien besucht, weil wir 19 Jahre lang, wir wussten gar nicht, was unsere Mutter, was unsere Schwester und Brüder, was die machen. Erst also 1992, als wir in Irak gekommen sind, in Kurdistan gekommen sind, wir haben unsere Familien wieder gesehen. 1996, ich war ein Beamter bei der Versicherung. Das war der Anfang, als die Kurden wieder angefangen haben, also selbst in der Region eine Regierung zu haben und ein Parlament zu haben. Ich habe gedacht, ich werde also das kurdische Volk besser dienen, wenn ich mit denen bin. Obwohl ich musste also meine Familie, meine Frau, meine Tochter und meinen Sohn in Österreich lassen, also für 7 oder 8 Jahre. Ich wusste also, dass es nicht gut ist. Aber mein ganzes Leben war ein Leben, das ich also mit meinem Volk also gelebt hatte. Ich konnte nie sehen, dass mein Volk dort ist und in Elend also lebt und dass ich also in der Schönheit und wunderbaren Zeit in Österreich lebe. Ich musste unbedingt auch mit den Kurden leben. Egal, ob ich schlecht lebe oder gut lebe. Aber es war für mich das Gefühl, ich muss mit den Kurden leben. Nach dem ersten Golfkrieg Irak hat Kurdistan wieder angegriffen. Die sind circa 1 bis 1,5 Millionen Kurden sind in den Bergen geflüchtet nach Iran, in der Türkei. Und das hat einen großen Effekt. Also die Massenmedien haben das in der ganzen Welt übertragen. Das hat bewirkt, dass die Alliierten eine Schutzzone über der 35 Breitengrad, glaube ich, errichtet haben, wo die Iraker
keinen Einfluss gehabt haben, dort einzumarschieren. Weder die Flugzeuge noch die Armee von Irak. Nachdem die Schutzzone errichtet wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich meine Tochter, die ist 5 Jahre alt, und versuche dort Fuß zu fassen. Und also Kirkuk war immer noch nicht frei, aber in Suleimania habe ich gedacht, kann ich mir vorstellen. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich total entfremdet habe. Dass die Leute andere Erlebnisse haben. Sie haben sehr traurige Erlebnisse gehabt. Und ich habe teilweise schlechtes Gewissen gehabt, dass es mir so gut gegangen ist und denen so dreckig gegangen ist. Das Schlimmste war für mich, ich habe mitgekriegt, dass die Geheimdienste damals von Iran, von der Türkei, vom Irak, die waren total aktiv in der Kurdenzone damals, in dieser Schutzzone. Und ich habe plötzlich Angst bekommen, dass meiner Tochter was passiert. Das war jetzt, ist es unerklärlich. Ich habe plötzlich so Panik bekommen, wenn ihr was passiert, werden mir nie verzeihen. Dann bin nach Wien gekommen und dann habe ich dann angefangen, so richtig einen Job zu suchen und richtig zu Hause zu sein und meine Wohnung richtig einzurichten. Ich wollte also mit der neuen Regierung, mit der jungen Regierung Kurdistans also behilflich sein. Und ich habe gearbeitet, also teilweise als ein Kader in der Partei, teilweise als Peschmerga. Und natürlich in diesen Jahren, also bis heute, heute bin ich also ein Beamter im Präsidentenamt und ich arbeite dort. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr besuchen wir Österreich. Natürlich haben wir, Österreich ist unser zweites Land, zweites Zuhause. Kommen wir zurück also nach Österreich und die alten Erinnerungen müssen wir immer erfrischen. Ich spiele dir etwas vor und du sagst mir, an was sich das erinnert, beziehungsweise was du dabei fühlst. Ja. Wenn du dich daran zurückerinnerst, was verbindest du damit? Das ist eine wunderschöne Erinnerung. Das sind zwei sehr liebe Freunde, meine besten Freunde, der Kamran und Asmat, und Mahdi auch. Die spielen, wir sind versammelt in einem Haus beim Asmat, da waren andere Freunde dort, Baris, Masrur, Pirot, Mulazim Yunus. Das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Viele Freunde zusammen, die singen, trinken, essen. Das sind Erinnerungen, die uns sehr viel geholfen haben, das Leben hier leichter zu machen. Das Weiter vom Heimat erträglicher zu machen. Und das ist eine wunderschöne Erinnerung. Wir haben natürlich studiert, gearbeitet, nicht jeden Tag, aber bei bestimmten Anlässen haben wir uns dort versammelt, haben wir auch sehr oft Domino Konkan gespielt und solche Musikabende gab es ab und zu und das war sehr schön. Wir haben uns als Familie gegründet. Ist egal, ob wir haben viele Junggesellen gehabt, Männer, und wir waren 13 Familien, wir waren wie Geschwister eigentlich. Unsere Kinder haben zusammengespielt, wir haben uns auch ab und zu getroffen im Donauturm. Wir haben Essen gemacht, mitgenommen, dass wir uns auch austauschen können, einmal in der Woche oder jede 2 Wochen. Wir haben ab und zu auch Reisen gemacht nach Mariazell, weil dort ist auch sehr schön im Sommer. Am Fluss, im Grünen, wir haben uns getroffen. Eine hat die andere geholfen
Das war schon, da waren wir schon fest. Wenn wir also diese Zusammengehörigkeit nicht gehabt hätten, dann hätten wir nicht ausgehalten. Also 2, 3 Leute von uns sind verrückt geworden, einfach. Die sind krank geworden, weil sie sehr viel an ihre Familien gedacht hatten. Und sie hatten keine Möglichkeit gehabt, mit ihren Familien zu reden und zu sprechen, mit ihren Muttern, mit Geschwistern. Das war natürlich eine sehr schwierige Zeit. Das Restaurant war bekannt als Platz, wo sich die Kurden alle treffen, wenn es Feierlichkeiten gibt. Das war bekannt und dann haben es viele Politiker, die vom Österreich gekommen und dann jede Woche, Samstag, Sonntag, die ganze kurdische Familie dort gesammelt und haben zusammen getanzt und Musik und hatte wirklich, das war eine schöne Zeit, jede Woche. Ich glaube, du warst auch selber dabei gewesen. Die Art und Weise, wie in Europa gelebt wird, das hat mir zugesagt. Also das war für mich in Ordnung, ja. Also. Und ich wollte auch meine Tochter auf dieses Leben hier vorbereiten, damit sie sich hier wohlfühlt. Und das ist alles natürlich, nachdem ich dann doch mitgekriegt habe, es gibt keinen Weg nach Hause zurück, ja. Also ich muss hier Fuß fassen und dann meine Tochter soll sich hier zu Hause fühlen. Also, dazu gehört, dass ich eben jeden Abend hier ein Märchenbuch auf Deutsch vorgelesen habe. Ich habe mit ihr auf Kurdisch gesprochen, weil sie muss ja eine Sprachheimat haben, sie muss eine Identität haben. Und das ist Kurdische, aber sie ist in Österreich, sie muss auch Deutsche lernen. Gut. So, Bücher gelesen. Das war für mich sehr, sehr, sehr wichtig, dass sie jeden Abend halbe Stunde, 1 Stunde lang irgendwas zu lesen bekommt. Und später hat sie selber gelesen mit mir. Ich wollte, dass sie hier zu Hause ist. Aber mittlerweile möchte ich, dass sie eine Art Weltbürgerin wird. Was Unterschied natürlich ist, ruhiges Land. Und das ist, hier gibt es keine Probleme. Ich war so wie eine Partisane, das immer auf Bergen gewesen. Oder in den Staaten, da war 10, 12 Mal, die irakische Flugzeuge hat uns bombardiert. Dort konnte nicht so wie in Österreich bewegen. Das ist natürlich, dort war ganz anderes. Es war alles anders. Also von dem ein junges Mädel, auch wie mit diesen, oder einen Bub, oder wie die mit den älteren Menschen, wie du gesprochen hast, das war anders. Wir wussten oft nicht, wie wir uns benehmen müssen. Jetzt, so oder so ist das gut, ja. Oft war unser Problem, also wir hätten gerne Kurse gemacht, wenn eine gekommen wäre, hätte gesagt, in Österreich, das läuft alles so. Ja? Aber für uns war alles neu. Ich kann nicht sagen eigentlich, was war alles neu. Das vom Gesprächen, von Sitzungen, von der Feste, die wir mit den Österreichern veranstaltet haben, oder die Partys, die uns eingeladen haben, zum Beispiel ich war auch in einem Studentenheim, die Österreicher die Partys veranstaltet haben, das war für uns alles ganz anders. Also das war für uns alles neu. Das Beste war die alten Leute in der Straßenbahn überall. Was? Kurdin, oh, das arme Volk. Und ich habe oft Bonbons bekommen oder Kaugummi. Oder ja. Wir haben natürlich versucht, das Beste, weil wir mussten, dass das Kurden Mission sein. Da wollten wir uns von besten Seiten auch zeigen. Für uns eigentlich war kein Kulturschock, muss ich sagen. Weil wir waren genauso zivilisiert, wie die Leute da leben. Aber das war halt, wir waren traurig. Ich habe zu Hause Beruf gehabt, zum Essen gehabt, zum Anziehen, alles habe ich. Aber ich habe nur keine Heimat, kein ruhiges Leben gehabt. Wir waren unterdrückt, wir haben aber sonst alles gehabt. Die ersten 2 Jahre, alle von uns waren traurig, weil man hat nicht gewusst, wo die Geschwister sind, wo die anderen Leute sind, was machen die im Iran. Teilweise sind nach Nordirak zurückgegangen.
Wir haben fast 1 Jahr, 2 Jahre überhaupt keine Nachricht von unseren Familien gehabt. Das hat uns schon sehr traurig gemacht. Für mich bedeutet das Geld und das Leben macht mir keine Freude. Meine einzige Freude ist, meine Heimat befreit wird. Wir konnten ohne Kurdistan damals nicht leben. Das war unser alles. Wir waren natürlich, also unser Leben in Österreich war gesichert, aber unsere Gefühle hat Kurdistan gehört. Also wir haben keinen Kontakt gehabt. Wir dürfen das nicht und dann von unserer Familie da drüben auch nicht. Keine Briefe, gar nichts. Keine Telefonat. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was meine Mama macht, meine 3 Brüder, was die machen dort. Das war schon sehr schlechte Zeit. Und ich habe einmal einen Brief geschrieben, weil eine Person war in Wien, habe ich Foto nur von meiner Tochter habe ich reingegeben und das war ein Baby noch. Habe ich nur geschrieben, wie es euch geht, was ihr macht. Und meine Mutter, die Arme, dann kaum hat sie diesen Brief bekommen, die Geheimdienst von Irak hat sie gerufen. Weil die haben das anscheinend gelesen gehabt. Dabei habe ich nichts Politisches, gar nicht drin gehabt. Die haben uns wirklich, solange es denen gelungen ist, immer observiert, was wir machen, was wir tun. Ich kann mich erinnern, wir haben im Jahr vielleicht 1 oder 2 Briefe an die Familie in Irak geschrieben. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass die meinen Vater zu dem Geheimdienst gerufen haben und ihn beschimpft haben und so. Und am Ende haben die den Brief, wo es offen war, gegeben. Erst als Kurdistan frei war, ich habe gehört, das ganze File mit all diesen Briefen, was ich an den Irak zu meiner Mutter geschickt habe, mit den Fotos, das waren alle im Sicherheitsamt in Accra. Und ich habe all diese Briefe wieder zurück in die Hand bekommen, als die großen Files und Mappen von Irak dort geblieben sind und die Iraker sind weitergelaufen nach Mosul. Die irakische Botschaft in Österreich war, im Nachhinein haben wir das erfahren, der größte Geheimdienstzentrum der Iraker in Europa. Die haben über 40, 50 Mitarbeiter gehabt. Die haben uns verfolgt, weil wir einfache Aktivitäten gesetzt haben, um auf unser Problem aufmerksam zu machen. Wir haben auch oft Demos gemacht, Demonstrationen, weil Saddam Hussein hier haben uns auch nicht in Ruhe gelassen, die Geheimdienst von Saddam Hussein. Die haben uns gesagt, ihr müsst schon aufpassen, wenn jemand bei euch klopft, dass ihr Türen nicht öffnet, weil wir können für euch nicht garantieren. Nicht? Von dem haben wir auch hier Angst gehabt. Die haben alle diplomatische Immunität, denen ist nicht passiert. Dann mussten wir aufpassen, weil Österreich hat uns zwar hier alles möglich gemacht, aber hat uns auch gewarnt, wir mussten selber auch Acht geben auf uns, wenn was ist. Hattet ihr Angst? Ja, am Anfang schon. Die ersten paar Jahre haben wir schon Angst gehabt. Weil wenn jemand auf die Straße uns angeschaut hat, haben wir gesagt, nicht, dass es die irakische Regierung hat Hand im Spiel oder so. Weil von dem haben wir Angst gehabt. Damals war viele Leute auch, in Umgebung haben wir gehört, im Ungarn oder in Deutschland. Die haben zum Beispiel, wenn eine über Kurden gesprochen hat oder für die kurdische Volk geredet hat, die haben Schwierigkeiten bekommen. Kann sein, dass es denen auf die Straße, die haben den entführt und in die Botschaft gebracht. Und dann haben wir nachhinein gehört, dass es mit Schlafmitteln und alles in die Flughafen und nach Irak transportiert. Es ist das auch vorgekommen bei uns hier. So ist es, wenn man sich entschließt, für ihre Rechte zu reden. Die meisten, vor allem die auch Medizin studiert haben, waren fast alle politisch sehr engagiert. Ja? Wir waren alle politisch sehr engagiert, deswegen haben wir auch nicht diese Punkte sammeln können, dass für eine Spendung genug ist. Deswegen haben wir alle daneben gearbeitet. Also in Wirklichkeit, wir haben als Erste, wir haben gearbeitet, um für Kurden politisch tätig zu sein und um zu studieren. Unser Studium ist eigentlich an der 3. Stelle gekommen. Jeder hat, glaube ich, in irgendeiner Form halt mitgetan. Und wir waren oft zusammen. Also wir waren eine wunderbare, dynamische Gruppe.
Es wird über Südafrika gesprochen, über Israel gesprochen, über die Palästinenser und so und über die Kurden. Das war also kaum. Wir haben gemeinsam vieles Großes gemacht und kleinere Sachen halt, wo getroffen ganz einfach oder einen Ausflug gemacht oder halt eine Riesenveranstaltung gemeinsam vorbereitet. Also es war, wie gesagt, es war echt viel los und das vermisse ich heute. Das haben wir ja nicht mehr. Ja. Bei jeder Veranstaltung, was wir gemacht hatten, die sind wie die Hunde, wie die Wölfe. Die sind in unsere Demonstration reingekommen und es hat immer angefangen mit dem Schlägerei. Und natürlich, wir konnten nicht aufhören, weil wir haben, also obwohl wir lebten in Wien und in Österreich, aber unser Volk war unterdrückt durch die KSSE, das ist kurdische Studentenverein. Durch diesen Verein haben wir unsere politischen Sachen gearbeitet. Wir haben sehr gute Kontakte gehabt mit der österreichischen Regierung, mit den österreichischen Journalisten. Ich kann mich sehr gut erinnern, also manchmal, wo wir, als wir damals die Flugblätter geteilt hatten, da haben die Leute uns gesagt, also warum geht ihr nicht zurück, warum bringt ihr euer Problem zu uns? Wir haben denen gesagt, immer erklärt, unser Problem ist ein großes Problem. Wir können nicht einfach also in unserer Heimat. Wir sind nicht also ökonomische Flüchtlinge. Wir sind politische Flüchtlinge. Tausende von uns wurden also aufgehängt. Tausende von uns sind heute noch in Gefängnissen. Und wir sind das größte Volk in der ganzen Region, wo seit Jahren mit Millionen Kurden, wir haben kein Land, wir haben keinen Status, wir haben keine Regierung, wir haben keine Rechte, wir können nicht als Kurden leben in dieser. Also am Anfang haben sie nicht einfach gewusst, wo Kurdistan liegt. 3, 4 Mal haben sie gesagt, woher kommen sie? Wir haben gesagt, wir sind aus Kurdistan. Die haben gesagt, Afghanistan. Nein, bitte Kurdistan. Aha, jetzt weiß ich. Sie kommen aus Pakistan. Bitte wirklich nicht. Wir sind aus Kurdistan. Dann haben sie es gewusst, also durch Irak, Iran, wo wir tatsächlich leben und wo wir beheimatet sind. Ich kann mich erinnern, dass das am 8. Jänner 1979, der Präsident Barzani damals war hier, im Dezember war er da, bis Jänner, und am 8. Jänner wurde ein Anschlag auf ihn geübt im 12. Bezirk hier in Wien. Gott sei Dank, es ist ihm nichts passiert. 2 Freunde, da war der Pirot und Azad, sind verletzt worden, und da war der irakische Geheimdienst. Der Bruder von Saddam war persönlich da in Österreich und hat das geführt. Wenn du zurückdenkst, gibt es etwas, wo du jetzt noch sagst, was du in Kurdistan und im Iran hinterlassen hast, wo du irgendwie bereust oder wo du noch irgendwie schwermütig zurückblickst nach Kurdistan? Irgendetwas, was du hinterlassen hast in Kurdistan, wo du dir denkst, das ist immer in meinem Herzen geblieben, in meinen Gedanken geblieben? Ganz ehrlich, ganz grob, ja, also Kirkuk, meine Heimatstadt, weil ich wollte nie weg von dieser Stadt. Dann kommen wir wieder zurück. Okay. Ja, aber wir haben, wie gesagt, viele hinterlassen. Wir haben ein ganzes Haus eingerichtet, haben wir so gelassen. Glauben Sie mir, wir haben in die Familie, das gibt eine Kupfer, Toffe. Das ist ganz über 100 Jahre alt. Du weißt, bei uns gibt es die Toffer, so können Sie 20, 30 Kilo Reis hineinkochen. Oder wir haben das Tableau gehabt, das alles Kupfer mit Hand gemacht. Das ist so wie, das jetzt, weiß nicht, kann man so schätzen, wie viel kostet. Wir haben alles dort gelassen. Was ich mitgenommen habe und bis heute bei mir habe, mein täglichen Tagebuch, was ich geschrieben habe damals. Und einige Tage auch in Österreich habe ich weitergeschrieben. Das behalte ich noch immer, habe ich mit.
Ich habe meine Tracht mitgebracht, die kurdische Tracht. Ich habe das extra nähen lassen, vorbereitet und so weiter. Das habe ich mitgenommen. Und dann habe ich so ein Mini-Samovar mitgenommen, weil ich sehr gerne Tee aus dem Samovar trinke. Naja, zum Beispiel habe ich meine kurdische Kleidung für die Kinder, Frau auch, die kurdische Kleidung habe ich mitgebracht. Dann habe ich dort 3, 4 kleine, gut schöne Teppiche gehabt, habe ich natürlich eingepackt und mitgenommen. Wir mussten wirklich weglaufen. Wir haben viele Sachen stehen gelassen in der Stadt. Wir haben sehr wenig persönliche Sachen mitgehabt. Ich glaube, 2, 3 Bilder habe ich mitgehabt. Und komischerweise habe ich nicht vergessen, meine Diplom habe ich mitgehabt. Nur mein Diplom, aber sonst keine Pass, keine Ausweise. Nur meine Diplom habe ich mitgehabt. Ja, das war eigentlich alles. Und was wir halt angehabt haben. Eine kleine Koffer vielleicht. Das haben wir mitgehabt und ja. Wir haben nichts mitgenommen. Glaubt's mir, wir haben nichts gehabt. Wir haben eine kleine Beträge vom Geld und so weiter, wir haben gehabt, aber das waren zu kleine Beträge, dass man nicht erwähnen soll. Also wie wenig war das? Man hat nie gedacht, dass es dieser Krieg so ausartet und die Saddam Hussein uns, diese Volk so fertig macht, dass man dann in fremde Länder geht und Flüchtling wird. Wir haben das nie im Traum daran gedacht, dass es so wird. Dadurch, niemand hat Vorbereitungen getroffen gehabt. Ich glaube, mehr als die Hälfte von meinem Leben, ich war damals nach Österreich gekommen, ich war 27 Jahre alt. Ich bin jetzt 67. Das ist mehr als die Hälfte von meinem Leben in Österreich gelebt. Natürlich, das ist jetzt ein ganz anderes Leben. Ich war damals jung nach Österreich gekommen, 27 Jahre. Und jetzt bin ich 67. Mit 24 bin ich nach Österreich gekommen. Also das war ganz am Anfang des Lebens sozusagen als Junge. Weißt du, das kann man gar nicht erklären. Man versucht natürlich zu erklären. Aber ob die andere das versteht, was du erzählst, das ist wieder dahingestellt. Ich habe immer alles erklärt, auch meine Kolleginnen im Krankenhaus habe ich über mein Leben zu Hause und hier und über Flucht. Aber ob die das verstehen, wenn man selber nicht mitgemacht hat, weil ich habe im Nordirak, im Kurdistan, habe ich so schlimme Sachen auch gesehen. Wenn ich dort als Krankenschwester habe ich geholfen. In der Nacht dürften wir keine Licht machen. Wir mussten bei der Kerzenlicht zum Beispiel Kaiserschnitt durchführen, Geburten durchführen. Oder die Verwundeten zu pflegen. Oder das kann man gar nicht beschreiben. Man muss das erlebt haben alles. Und dann die kleinen Kinder, wenn Zivilisten die bombardiert haben, diese kleinen Kinder alle ums Leben gekommen. Und das habe ich alles in meinem Alter alles mit eigenen Augen gesehen. Und das war schon schlimm. Natürlich, wenn man dann darüber erzählt, man erzählt diese ganz einschneidende Sache, die schlimmen Sachen erzählt man nicht genauer, weil man will das auch ein bisschen verdrängen. Man erzählt halt die schönen Sachen, was man erlebt hat zu Hause. Die Kindheit in der Schule, in Volksschule, wie man gespielt hat im Schulhof. Man erzählt über solche Sachen. Aber was man selber erlebt hat, oft erzählt man nicht genau. Weil man will auch die Gegenüber nicht schockieren damit. Natürlich, das behalte ich in mir noch immer, viele Sachen. Aber das heißt nicht, dass ich traumatisiert bin. Ich habe Gott sei Dank Glück gehabt
Ich habe meinen Beruf gehabt. Mit meinem Beruf, weil ich habe immer mit Leuten zu tun gehabt. Das könnte ich gut zurückstecken. Aber viele könnten das nicht. Viele waren natürlich psychisch krank. Jetzt auch, wenn die Flüchtlinge kommen, das ist sicher dramatisch bei diesen Leuten. Das wird sicher Spuren hinterlassen. Und viele auch werden nicht darüber erzählen genaueres. Manche erzählen ganz offen über alles. Aber ich habe das, glaube ich, gut eingesteckt. Wann flüchtet man? Man flüchtet, wenn wirklich, wo man lebt, die Lage sich verschlechtert und wenn man keine Freiheit hat. Und es gibt auch Wirtschaftsflüchtlinge, die aus halt wirtschaftlichen Gründen flüchten. Wenn man in einem eigenen Land Angst hat vom Überleben, dann hat er das Recht, woanders was Besseres zu suchen. Deshalb, ich als ehemalige Flüchtlinge, ich habe das Verständnis für viele, die vom Krieg weglaufen und nach Europa oder andere Länder halt flüchten. Es ist ein schreckliches Gefühl. Ich wünsche, dass kein Mensch auf dieser Erde von seinem Land, von seinen Leuten nicht getrennt wird. Aber natürlich, das Leben kann nicht nur schön sein, das Leben ist auch sehr schlecht und sehr mühsam. Man kann nicht immer das Schöne haben. Ich hoffe, dass niemand das erlebt. Ich hoffe. Heute auch, man hört durch die Nachrichten, dass allein in diesem Monat sind 118 junge Leute in Gewässern ertrunken worden, damit sie flüchten, von der Türkei nach Griechenland flüchten, damit sie ein besseres Leben bekommen. Diese jungen Leute, wenn sie die Schwierigkeiten nicht haben, wenn sie das Elend nicht haben, wer will sich einen Selbstmord begehen und in einem Gewässer wie zwischen Türkei und Griechenland gesetzt wird. Die kommen bitte von zu Hause, die haben nichts mit Barfuß über diese Länder nach Griechenland, in diese Booten, dass sie alle ums Leben kommen. Wir haben noch, wenn ich jetzt meine vergleiche, wir haben große Glück gehabt. Das war zumindest, hat damals unsere kurdische Partei mit Österreich ausgemacht, die UNO, und die haben erlaubt, dass wir kommen. Wir sind mit Flieger hergekommen. Was die aber jetzt erleben, das ist schrecklich, das ist unmenschlich, bis nicht mehr geht. Man muss auch solche Menschen helfen, weil, schau, Österreich hat uns geholfen und wir geben das auch zurück alles. Wenn Politik sich wirklich einsetzt und Aufklärung betreibt und erklärt, warum und diese Leute zusammenkommen, ich bin überzeugt, keine Österreicher wird was gegen die Flüchtlinge haben. Die Integration ist sehr wichtig. Die Kontaktaufnahme. Wenn die Politiker anständig im Fernsehen reden über die Menschen, nicht nur über die Waren reden, weil manche Parteien betreiben diese Anti-Flüchtlingspolitik. Natürlich, Österreich hat auch begrenzt, kann er Leute aufnehmen. Aber die Leute, die aufgenommen, ich finde, man sollte mit offenen Armen an diese Leute rangehen. Weil man wird dann selber erleben, ihre eigene Erfahrung sammeln. Und das sind genau Menschen wie wir. Die haben auch nur 2 Augen und einen Mund und 2 Hände. Das sind halt nur in eine schwierige Lage jetzt ihre Heimat verlassen mussten. Ich bin persönlich gegen Nationalisten, gegen Rassismus, ich bin gegen solche Sachen. Aber ich glaube, diese Menschen, auch die Rassisten sind, da bin ich überzeugt, das ist Erziehungssache von zu Hause. Die soziale Umfeld. Bildung macht viel aus. Bildung. Für jeden Mensch ist Bildung wirklich sehr, sehr wichtig. Und es kommt darauf an, wie die Eltern auch zu Hause sprechen, wie die Kinder erziehen, was die Kinder mitgeben. Weil oft die Eltern sagen, das ist was Schlimmes. Aber wenn man die Kindern erklärt, die Kinder haben keine Probleme damit. Für mich ist sehr wichtig, Mensch ist Mensch, ist egal welche Religion hat, ob er Muslim ist oder Jude ist oder Katholik ist, schwarz, weiß, rote Farbe hat.
Mensch ist Mensch. Da müssen wir wirklich an diesen Mensch denken, nicht an die Religion, an die Herkunft. Darum, man muss wirklich die Gesellschaft muss sich auch Mühe geben und ich bin überzeugt, die österreichische Bevölkerung, die hat immer ein Herz für die Flüchtlinge, da bin ich überzeugt. Ich habe Sympathie für das Volk der Kurden, das in der Geschichte sehr viel erlitten hat und das unter der komplizierten Situation im Nahen und Mittleren Osten leidet. Kurden gibt es im Iran, Kurden gibt es im Irak, Kurden gibt es in Syrien, Kurden gibt es in der Türkei. Und das ist bestimmt eine schwierige Aufgabe für diese Volksgruppe, ein friedliches, demokratisches Leben zu finden und zu führen und in den Gegensätzen zwischen großen Staaten nicht unter die Räder zu kommen. Also ich kann nur noch einmal sagen, ich habe große Sympathie für die Kurden. Kurden leisten zum Beispiel in Syrien Arbeit, die gegen den Terrorismus gerichtet ist, die gegen Ungerechtigkeit und Diktatur gerichtet ist. Und ich wünsche dem kurdischen Volk, dass diese großen Anstrengungen, die auch viele Opfer gefordert haben und fordern, dass diese Anstrengungen dazu führen, dass das kurdische Volk in Frieden leben kann und seine eigene Tradition und seine eigene Kultur bewahren und entwickeln kann. Das ist ein weit gesteckter Wunsch, aber man muss weit gesteckte Ziele haben, damit man die nächsten Schritte in die richtige Richtung führen kann. Für mich war es wunderschön, dass ich in einem Land wie Österreich gekommen bin. Ich danke wirklich der österreichischen Regierung damals und heute, dass die uns aufgenommen haben. Ich danke der österreichischen Bevölkerung, die ich wirklich zu 99% nur positive Erinnerung habe an diesen 40 Jahren, wo ich da gelebt habe. Ich werde nie vergessen. Ich werde wirklich nie vergessen, die Österreicher und die Österreicherinnen, die waren immer so hilfsbereit. Ich werde nie in meinem Leben das vergessen. Schöne Grüße für alle Österreicher und Österreicherinnen. Ich hoffe, dass Sie nie Katastrophen sehen. Ich hoffe, dass Sie nie flüchten. Ich hoffe, dass Sie nie ein schlechtes Leben sehen.